Du kannst nachts kaum noch schlafen, weil deine Hüfte dir zu doll wehtut und Treppensteigen wird zum Albtraum? Dann ist dieses Video genau das Richtige für dich. Heute erfährst du eine häufige Ursache für diese Art von Beschwerden und ich zeige dir eine Übungsroutine, die sogar effizienter ist als Kortisonspritze. Und nicht zuletzt, was du unbedingt vermeiden solltest, damit deine Beschwerden nicht noch schlimmer werden. Schmerzen seitlich an der Hüfte wurden früher häufig als Schleimbeutelentzündung diagnostiziert. Die aktuellen Studien zeigen aber, dass das Problem viel mehr an der Ansatz der Muskulatur ist, als der Schleimbeutel an sich. Der Muskelansatz der Gesäßmuskulatur ist also das Problem. Das heißt, da, wo die Muskel an den Knochen befestigt wird. Und diese Sehne, die verändert sich und löst die Schmerzen aus. Es wird angenommen, dass die Ursache für diese Sehnenveränderungen ganz unterschiedlich sein können. Entweder eine Überbelastung oder eine zu niedrige Belastung. Sehnen sollten auch gedehnt werden bzw. gespannt werden. Bei der Glutealtendinopathie, so heißt dieses Krankheitsbild, ist also ein Problem, dass diese Sehne zu lange in eine Zugbelastung erfährt, zum Beispiel wenn du sehr lange sitzen bleibst und zusätzlich auch noch eine zu starke Querbelastung, das heißt ein Druck auf den Ansatz der Muskulatur an der Knochen der Hüfte hast. Und genau das ist, was passiert, wenn du dich hinsetzt. In dieser Position ist die Muskulatur überdehnt, das heißt, du hast eine Zugbelastung auf der Sehne und zusätzlich durch dein Körpergewicht hast du auch eine Druckbelastung, das heißt eine Querfriktion auf den Muskelansatz, auf die Sehne von der Muskulatur. Sicherlich ist es nicht die einzige Ursache für diese Art von Beschwerden. Auch eine Überbelastung wegen zu dolles Training oder erhöhte Aktivität können die Sehne jetzt in Dysfunktion bringen. Eine andere Form der Zugbelastung ist zum Beispiel, wenn du die Beine die ganze Zeit überkreuzt lässt. Um langfristig beschwerdenfrei zu bleiben, ist es wichtig, dass du die Sehne die Möglichkeit gibst, sich an die Belastung anzupassen. Studien zeigen, dass die Kortisonspritze kurzfristig zu Schmerzlinderung führen. Langfristig jedoch bringen sie nicht so viel, weil sie an der Ursache der Beschwerde nichts verändern. Durch eine Kortisonspritze wird deine Sehne nicht belastbarer. Das ist der Grund dafür, warum nach einer kurzen Zeit deine Schmerzen wiederkommen. Und wie du jetzt die Zugbelastbarkeit deiner Sehne verbessern kannst, zeige ich dir in diesem Video. Und genauso wichtig ist, dass du die Druckbelastung reduzierst, damit die Belastbarkeit auch steigern kann. Und wie das geht, sage ich dir zum Schluss. Aber bevor wir loslegen, wenn dir dieses Video gefällt und du weitere solche Videos bekommen möchtest, dann abonniere meinen Kanal. Somit bekommst du jede Woche eine Info, wenn die neue Videos hochgeladen werden. Das Wichtigste bei der Behandlung von Sehnenbeschwerden scheint die progredierende Steigerung der Intensität der Übungen zu sein. Ich zeige dir jetzt ein Übungsprogramm, das über 8 Wochen gehen sollte und nach 8 Wochen eine deutliche Besserung der Beschwerden gezeigt hat. Genau das. In 2 Monaten kannst du deine Schmerzen deutlich lindern. Und du beginnst mit Rückenlage. Für die erste Übung brauchst du jetzt etwas, was nicht beweglich ist, wie zum Beispiel ein Gurt oder ein Bademantelgurt. Den sollst du fixieren unterhalb von deinen Knie und dann legst du dich auf den Rücken hin. Ein Kissen unterhalb von deinen Knien wird dir helfen, dass diese Position angenehmer ist. Jetzt sind deine Beine aufgestellt, hüftbreit auseinander und du versuchst jetzt das nach außen zu drücken, so als ob du den Gurt aufmachen möchtest. Wichtig dabei ist, dass du die Spannung langsam steigst und auch nicht ganz so stark drücken. Versuche diesen Spannungsaufbau vor ungefähr 2 Sekunden halten und dann langsam wieder lösen. So als ob du die Beine nach außen auseinanderspreizen möchtest, für 2 Sekunden halten und dann wieder lösen.
Diese Übung dient zur Aufwärmung der Muskulatur. Wichtig dabei ist, dass du es nicht zu stark drückst, weil wenn du diese Spannung deutlich erhöhst, dann wirst du spüren, dass deine Gesäßmuskulatur aktiviert wird und das wollen wir nicht. Nur tief in den Becken solltest du die Spannung wahrnehmen können und dann wieder lösen. Bei der ersten Übung solltest du 2 Serien durchführen von 10 Wiederholungen jeweils. Die Spannung 2 Sekunden halten und dann wieder lösen. Als nächstes gehen wir jetzt in den Stand. Es geht darum, dass du die Intensität von den Übungen erhöhst. Und durch das aufrechte Stehen und die Schwerkraft wird die Übung erstmal schwieriger. Ebenfalls hier sollst du dir vorstellen, dass du die Beine auseinander drückst, so als ob du in einen Spagat kommen möchtest. Und dann hältst du diese Spannung für mindestens 5 Sekunden, Ziel wären aber 10 Sekunden. Und wie gesagt, nicht ganz so stark, nur eine leichte Spannung, so als ob du die Beine auseinanderbringen willst, 10 Sekunden halten und dann wieder lösen. Auch diese Übung dient nur zur Aufwärmung der Muskulatur. Das heißt, eine Serie von 3 bis 5 Wiederholungen reichen schon aus. Und dann gehen wir zurück zur Rückenlage. Bei dieser Übung geht es nun um die Stärkung von den tiefen Gesäßmuskeln. Du solltest als erstes das Becken zu dir rankippen, sodass die Lendenwirbelsäule jetzt gerade bleibt. Deine Ferse drückst du ganz bewusst nach unten gegen den Boden. Die Zehe liegen locker auf dem Boden. Und in dieser Position, nachdem du zuerst das Becken zu dir gekippt hast, versuchst du jetzt, das Becken von dem Boden hoch zu heben. Du musst nicht komplett nach oben kommen. Der Fokus auf diese Übung liegt an der Gesäßmuskulatur. Du musst auch definitiv nicht die Hüfte durchstrecken. Und dann langsam wieder lösen und nach unten kommen. Jetzt gibt es bei dieser Übung 2 Fehler. Das erste ist, dass du Krampfen an der Oberschenkelmuskulatur bekommst. Wenn es bei dir der Fall ist, dann ist es ein Zeichen dafür, dass du nicht genug deinen Gesäßmuskel angespannt hast, sondern das kompensierst. Das heißt, du weichst diese Bewegung aus, indem du deine Oberschenkelmuskulatur nutzt, statt das Gesäß. Wenn es bei dir so ist, dann solltest du lieber die Füße ein bisschen weiter zu dir ranziehen und dann die gleiche Bewegung wieder durchführen. Das heißt, das Becken nach hinten. Dadurch bekommt die Glutealmuskulatur eine bessere Lage für die Anspannung. Ferse nach unten drücken gegen den Boden und dann die Hüfte hochziehen. Und dabei ganz bewusst die Gesäßmuskel anspannen, zusammenkneifen. Und diese Bewegung von Hochkommen sollte mindestens 3 bis 4 Sekunden dauern. Wenn du oben angekommen bist, dann langsam wieder absenken. Und auch hier das Absenken sollte 3 bis 4 Sekunden dauern. Und genau diese Geschwindigkeit ist das, was diese Übung ausmacht. Das heißt, du sollst langsam hochkommen, wirklich 3 bis 4 Sekunden vom Boden bis nach oben. Die Hüfte muss nicht durchgestreckt sein und dann wieder langsam runterkommen, damit du auch die Sehne die Möglichkeit gibst, sich an diese neue Belastung anzupassen. Auch bei dieser Übung reicht völlig aus, dass du eine Serie durchführst mit 10 Wiederholungen. Nur, die müssen genau diese Zeiten einhalten. 3 bis 4 Sekunden hoch, oben angekommen, 3 bis 4 Sekunden wieder runter. Bei der nächsten Übung solltest du jetzt stehen. Deine Beine sind hüftbreit auseinander und wichtig ist, dass deine Füße nach vorne zeigen und nicht nach außen gedreht sind. Deine Füße zeigen nach vorne. Am besten wäre es, wenn du die Wirbelsäule gerade halten kannst. Deine Hände platzierst du jetzt an der Hüfte und jetzt versuche, das Gesäß nach hinten zu bringen, so weit wie du kannst, um dann wieder nach oben zu kommen, bis die Hüfte durchgestreckt ist dieses Mal. Nach unten 3 bis 4 Sekunden. Die Wirbelsäule versuchst du jetzt gerade zu lassen, dass du nicht in Hohlkreuz bist. Das Gesäß ganz weit nach hinten und dann 3 bis 4 Sekunden wieder hochkommen.
Auch bei dieser Übung spielt die Geschwindigkeit die Hauptrolle. Das heißt 3 bis 4 Sekunden runter, angekommen und dann 3 bis 4 Sekunden wieder hoch. Ebenfalls hier reicht nur eine Serie mit 10 Wiederholungen. Und nun die letzte Übung ist auch im Stehen und es wird jetzt ein bisschen dynamischer. Die Seite, die dir wehtut, ist die Seite, die du jetzt übst. Bei dieser Übung liegt der Fokus nicht nur auf der Seite, wo du arbeitest, aber auch dein Standbein. Deine Beine sind hüftbreit auseinander. Dein Fuß sollte die ganze Zeit nach vorne zeigen. Du bleibst mit dem Oberkörper aufrecht. Und jetzt stoßt du das Bein ab und bringst sie dann wieder rein. Achte darauf, dass du die Spannung auch im Gesäßmuskel spürst. Und was ich meine, dass der Fokus nicht nur auf dieses Bein liegt, ist, dass du in dem Moment, wo du jetzt das Bein abspreizst, dass du in einem Beinstand bist, dass du auf der anderen Seite nicht abweichst. Dass du hier gerade stehen bleibst und dann mit der anderen Seite langsam abstoßt. C kommt jetzt auf den Boden und dann ziehst du das Bein wieder zu dir ran. Wenn du Schwierigkeiten haben solltest wegen des Gleichgewichts, ist es überhaupt kein Problem, wenn du dich irgendwo festhältst. Einfach an der Wand, dass du ein bisschen gerade bist. Dadurch verlierst du ein bisschen die Stabilitätsarbeit für die andere Seite. Langsam abstoßen, Zehe auf den Boden und dann langsam wieder reinkommen. Mit dem betroffenen Bein solltest du aber nicht die Mittellinie überkreuzen. Das heißt, du bleibst am Ende immer in dieser Position, wo deine Beine hüftbreit auseinanderstehen. Abstoßen seitlich weg und dann wieder reinziehen. Abstoßen seitlich weg und wieder reinziehen. Auch hier reicht eine Serie mit 10 Wiederholungen. Die Studie hat gezeigt, dass die Patienten, die diese Übungsroutine über 8 Wochen gemacht haben, deutlich weniger Schmerzen haben im Vergleich zu Patienten, die Kortisonspritzen bekommen haben, kurzfristig, das heißt nach 8 Wochen, aber auch ein Jahr danach. Übungen waren effektiver bei Schmerzlinderung und Funktionalität der Hüfte im Vergleich zu der Spritze. Und das auch langfristig. Und jetzt noch ein paar extra Tipps. Was extrem wichtig ist bei Sehnenerkrankungen, ist, dass auch die Querkompression auf der Sehne reduziert wird. Und in dem Fall der Glutealmuskulatur ist es extrem wichtig, dass du Haltungen im Sitzen mit überkreuzten Beinen vermeiden solltest. Auch im Stehen wäre es wichtig, dass du die Beine mindestens Hüftbreite auseinander hast. Grundsätzlich gilt, dass längere Zeit in sitzender Position zu vermeiden sind oder unterbrochen durch Bewegung werden sollten. Stell dir eine kleine Wecker, steh mal auf und geh eine Runde spazieren. Mindestens 10 Minuten am Tag solltest du am Stück spazieren gehen. In der ersten Akutphase ist es sinnvoll, dass Treppen erstmal vermieden werden. Auch bei Schlafen ist der Druck auf der Sehne nicht so günstig. Deswegen versuche, wenn möglich, auf dem Rücken zu liegen mit dem Kissen unterhalb der Knie. Wenn du so nicht einschlafen kannst, dann leg dich gerne auf der Seite, mit der betroffenen Seite, wenn möglich, nach oben mit dem Kissen zwischen den Beinen. Wenn die betroffene Seite aber deine Lieblingsschlafposition ist, dann leg ein Kissen oder so einen kleinen Tupper über das Bett, damit es ein bisschen weicher wird und somit der Druck weniger wird. Ruhe heilt keine Tendinopathie. Deswegen beweg dich. Langsam, aber kontinuierlich tägliche Bewegung, die keine Schmerzen auslösen. In der ersten akuten Phase kann Wärme gut helfen, Schmerzen zu lindern. Eine Warmflasche oder eine Kompresse auf dem Bereich kann abends eine gute Hilfe sein, damit du besser einschlafen kannst. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Tschüss!